So, heute wollte ich dir mal ein Fallbeispiel erzählen hier aus der Beratungspraxis, was ich jetzt ganz interessant fand. Wir haben vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen, mit dem wir schon vor einigen Jahren mal gesprochen hatten. Und vor einigen Jahren war es dann so, dass er sich dafür interessiert hat, ins Ausland umzuziehen. Ich meine, es war Spanien oder Portugal oder sowas. So. Zum damaligen Zeitpunkt war sein Start-up ungefähr 1 Million Euro wert. Das war so bewertet worden durch einen Investor. Er hätte dann also dort eine Wegzugsteuer bezahlen müssen, wenn er Deutschland verlässt, in Höhe von so ungefähr, sagen wir mal, 300.000, 250.000. Und da hat er sich dann gesagt, nee, das will ich nicht machen, jetzt warte ich lieber mal ab und bleib mal da und dann sehen wir, was passiert. Vielleicht gehe ich in Zukunft ins Ausland. So, jetzt hat er vor kurzem, also einige Jahre später, sein Unternehmen verkauft, ist nicht aus Deutschland natürlich weggezogen, ist dort geblieben und musste jetzt auf den gesamten Veräußerungserlös ungefähr 5,5 Millionen Euro Steuern bezahlen. Er hatte natürlich das Unternehmen jetzt für viele Millionen verkauft, ist ganz klar, da einen schönen Erlös natürlich erzielt, völlig klar. Ja, aber insgesamt musste er über 5 Millionen an Steuern bezahlen. So, diese 5 Millionen sind im Grunde komplett aus dem Fenster rausgeschmissen gewesen und komplett unnötig gewesen. Wäre er vor einigen Jahren, als wir das erste Mal gesprochen haben, vor 4 Jahren, glaube ich, war es, ins Ausland umgezogen, hätte er 250.000 Wegzugsteuer bezahlt, wäre dann im Ausland gewesen und hätte den Veräußerungserlös steuerfrei realisieren können. Weil er nicht gegangen ist und zu lange gewartet hat und sich unsicher war, muss er jetzt 5 Millionen Euro mehr bezahlen. Daher, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle, die sich überlegen, ins Ausland umzuziehen. Es kann dramatische Folgen haben, wenn du zögerst. Ja, wenn du also sagst, naja, ich bin nicht wirklich sicher, ist das jetzt das Richtige für mich, ins Ausland umzuziehen, meine Frau will nicht und so weiter und so fort. Es gibt ja immer gute Gründe. Aber steuerlich gesehen, je früher du umziehst, desto besser ist es. Weil je länger du bleibst, gerade bei Unternehmen, die natürlich neu sind, die Startups sind, wo vielleicht externe Investoren reinkommen, desto dramatischer die Wertsteigerung, desto dramatischer natürlich der steuerliche Effekt. Ja? Also wir raten immer allen Mandanten, so früh wie möglich ins Ausland umzuziehen. Idealerweise ziehst du natürlich um, bevor du dieses Startup überhaupt gründest. Du ziehst erst ins Ausland um und gründest dann das Startup, selbst wenn du es in Deutschland gründen musst, weil es deine Investoren so erwarten, kannst du dann über eine ausländische Holdingstruktur immer noch hier letztlich den Veräußerungserlös bei einem zukünftigen Exit steuerfrei vereinnahmen. Ja? Aber selbst wenn du es nicht schaffst, vor der Gründung ins Ausland umzuziehen, dann ist es auf jeden Fall besser, 1 Jahr nach der Gründung umzuziehen. Es ist auf jeden Fall besser, auch 2 Jahre nach der Gründung umzuziehen, selbst wenn du ein paar hunderttausend an Steuern bezahlen musst. Wenn du die Liquidität hast, natürlich. Wenn du sie nicht hast, dann ist es natürlich sowieso ein Problem. Ja? Also nochmal, werd dir dessen bewusst, dass es hier sehr schwierig wird, steuerlich effizient zu arbeiten und Steuern zu sparen. Je älter das Unternehmen, je etablierter, je erfolgreicher, je wertvoller das Unternehmen wird. Je länger du wartest, desto mehr Steuern wirst du bezahlen müssen. Und damit es dir nicht so geht wie dem Mandanten, von dem wir gerade eben gesprochen haben, würde ich dir dringend empfehlen, dich sehr früh mit dem Thema Umzug ins Ausland im Hinblick auf einen zukünftigen Exit dann hier auseinanderzusetzen, gedanklich. Ja, es gibt ja viele Länder, selbst in Europa, wo du für einige Jahre, 5, 6 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre, mehr oder weniger steuerfrei leben kannst. Mit steuerfrei meine ich, dass Auslandseinkünfte, ein möglicher Erlös aus einem Exit dann steuerfrei wären. Dazu zählen so Länder wie Spanien, Portugal, Malta, Zypern, Irland und natürlich noch ein paar andere, UK und so weiter auch, aber nehmen wir erstmal die. Ja. Das heißt, selbst wenn du also zum Beispiel viel in Deutschland sein musst, du musst da oft auf Meetings gehen und so weiter, kannst du dort in Barcelona wohnen, in Madrid wohnen, kannst da einfach nach Deutschland fliegen, kannst dich dort auch aufhalten, aber eben im Ausland wohnen, die steuerlichen Sonderstati nutzen und während du dort bist, steigt das Unternehmen dann im Wert und dann kannst du es dann rechtzeitig verkaufen und hast dann den ganzen Salat nicht hinsichtlich der sehr hohen Steuer auf deine Veräußerungserlöse. Es gibt mit Sicherheit ein Land in Europa oder auch weiter weg, wie du willst, was dir und deiner Familie gefällt.
wo du deine Kinder, falls du welche hast, hier sehr gut ausbilden kannst. Das sind ja alles wichtige Punkte, wo du sicher bist, wo es gute Versorgung gibt, gute gesundheitliche Versorgung, einen hohen Lebensstandard und wahrscheinlich noch besseres Wetter und viel niedrige Steuern. Also wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, wenn das ein Thema ist, was dir wichtig ist, worauf du selbst hinsteuerst auf den Exit und vielleicht jetzt noch Zeit hast, umzuziehen, vielleicht sogar noch jetzt schnell auf den Jahreswechsel hin, selbst wenn du vielleicht eine Wegzugsteuer bezahlen musst, dann buch am besten ein Beratungsgespräch. Wir können uns gerne darüber unterhalten, was hier die richtige Strategie ist für dich in dieser Situation. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.